Rom, herrliches Rom, Mutter unserer Kultur, der Ursprung unserer stolzen Standarte, die in ihrer Pracht an die Heimat erinnert. Doch der Weg hierher war weit, und die Lettern der Geschichtsbücher sind mit Heldenblut geschrieben. Hispania, Gallia, Afrika, Britannia, letztendlich auch Germania mussten sich beugen. Ganz Europa musste sich beugen. Viele Jahrhunderte verstrichen vor dem Auge der Zeit, doch schließlich wurde der gesamte Globus Teil des überlegenen Systems Roms. Nach der Überwindung irdischer Probleme wie Hunger und Krankheit brachte die Republik Blüten wie die interstellare Raumfahrt hervor, die uns eine Expansion in benachbarte Sonnensysteme ermöglicht hat. Doch heute, vor 100 Jahren, nach dem Sturz der Republik, veränderte sich einiges. So groß die Machtlosigkeit des Einzelnen im Gefüge der Demokratie auch war, sie sicherte Frieden und Stabilität 2 Jahrtausende lang. Wankend auf seinem Thron klammert sich heute der Imperator an Machtinsignien, ohne die das Reich zerfällt, ebnet so den Weg für Lügen, Intrigen und Verrat. Nichtsdestotrotz, im Jahr 2265 besteht Rom immer noch fort. Prangt unsere Standarte immer noch, voller Stolz, hier zwischen den Sternen, nach denen wir einst griffen. Audaces Fortuna Adiovat. Antimateriegenerator runterfahren. Verlangt, das Teil löst sich auf. Abkapseln! Notlandungssequenz, beam mich raus! Hauptenergie reaktiviert.
Generator bei 70%. Empfange verschlüsselte Übertragung höchster Priorität. Durchstellen. Auf privaten Kanal. Wie Sie wünschen. Adamante reparto furem convince. Cave centurionem. Prodito est. Verstanden, klar und deutlich. Bordcomputer, Kurs fortsetzen. Wie Sie wünschen. Salve! Legionäre, wir haben uns alle auf den lang ersehnten Landurlaub gefreut. Aber die Pflicht ruft. Wir haben die Signatur eines Raumschiffes erfasst, das mit dem brutalen Raubüberfall auf den Diamanten des Imperators in Verbindung gebracht wird. Wir haben die Verfolgung aufgenommen. Gefechtsbereitschaft in 10 Minuten. Audaces Fortuna Adiobat. Aurelia, heute ist dein Geburtstag. Dieser Tag ist mir wichtig. Du bist mir wichtig. Ich werde das sein. Bis bald. Empfange unverschlüsselten Notruf auf allen nicht-imperialen Frequenzen. Wollen wir mal schauen. Durchstellen. Es tut mir leid, Tiberius, aber das kann ich leider nicht machen. Der Nebel generiert zu viele Interferenzen. Ich schlage vor, das Schiff aus dem Nebel herauszumanövrieren. Ist gut, bestätige Kurskorrektur. Wenn wir doch mal sehen, was Sache ist. Auf den Schirm. Stelle den Notruf durch. Ist das aufgenommen?
Mit dem Toaster. Das soll jetzt das gute Signal sein. Es besteht die Option, dass elektromagnetische Interferenzen aus dem Zentrum des Klasse 5 Nebels die Übertragung weiterhin stören. Auch kämen diverse Emissionsquellen phasenvariierender Radiation zwischen unserem Standpunkt und dem Ursprung des Notrufs in Frage. Ich schlage vor, den Ursprung der Interferenzen zu analysieren und gegebenenfalls eine Remodulation der phasenkompensatorischen Frequenz einzuleiten. Oder wir werfen einfach selbst einen Blick drauf. Bordcomputer, welche Koordinaten hat die Quelle des Notrufs? Ach, sag mir einfach, ob es auf dem Weg liegt. Koordinaten 3, 5, 7, Mark 2, 2, 0. Minimale Kurskorrektur erforderlich. Sprung in den Hyperraum auf Ihr Kommando. Dann bring uns hin, mal schauen, wer deinen Pannenservice braucht. Volle Energie auf die Antriebssysteme. Hyperraumantrieb hochfahren. Bereit zum Sprung und Energie. Standardorbit erreicht. Wir befinden uns direkt über der Quelle des Notrufsignals. Gibt's dazu auch ein paar Details? Planet Quirinus. Klasse M. Imperiales Trinkwasserreservoir. Atembare Luft. 74% Stickstoff, 25% Sauerstoff. Geringe Anteile von Kohlenstoffdioxid und Edelgasen. Dünn besiedelt, hauptsächlich Liquid Pharma. Keine imperialen Militärstützpunkte. Vereinzelt Ruinen aus Zeiten der Republik. Sind noch andere Raumschiffe im Orbit? Negativ. Signal auf der Oberfläche geortet. Gut. Will ich mir die Sache persönlich anschauen. Beam mich in einem sicheren Abstand runter. Wer weiß, was mich erwartet. Wie Sie wünschen. Auf Ihr Signal. Computer, kommen.
Horizont. Rauch. Vielleicht ein Absturz. Scanne nach Überlebenden. Scan abgeschlossen. Ein Lebenszeichen 6000 Meter südöstlich Ihrer Position. Ist gut. Halte mich auf dem Laufenden. Lebenszeichen 300 Meter voraus. Wie charmant. Ganz bestimmt nicht. Was? Weil es im Imperium verboten ist? Nein, weil sie mich anwidern. Alkoholische Getränke natürlich. Klar doch. Tiberius übrigens. Lucretia, und womit habe ich die Ehre, Ihre Anwesenheit verdient? Ich bin einem Notruf gefolgt. Sie wissen nicht zufällig, wer sein Raumschiff hier versenkt hat? Absolut nicht. Ich kampiere ja einfach nur so zum Spaß. Ist gut. Dann gehe ich wieder. Jetzt warten Sie doch. Auf dem Rückweg von den auxiliären Randsystemen hatte ich eine Fehlfunktion im Antimateriegenerator und bin abgestürzt. Ich konnte mich und meine Fracht gerade noch herausbeamen. Hey, hören Sie mir überhaupt zu? Ich muss so schnell wie möglich zu den zentralen Marskolonien. Warum nicht gleich so? Dafür bin ich hier. Danke, mein Held. Das alles mit? Nur den Koffer nehme ich persönlich an mich. Centurio, wir konnten die verdächtige Schiffssignatur bis zu diesem Planeten zurückverfolgen. Das sehe ich auch, Gubernator. Warum haben Sie den Planeten noch nicht gescannt? Zu Befehl, Centurio. Die Signatur des Raumschiffs verliert sich an der Oberfläche. Ein weiteres Raumschiff schwebt im Orbit. 2 Lebensformen nahe der Absturzstelle. Volle Energie auf die Waffensysteme. Erfassen Sie das Schiff im Orbit. Der Dieb darf uns nicht noch einmal entkommen. Für ihn gibt es nur einen Weg von diesem Planeten herunter. In Ketten. Optio, Mamercus, Octavius. Stellen Sie einen Landungstrupp zusammen und
Bringen Sie mir den Diamanten. Zu Befehl, Centurio Lucius Maximus. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Waffensystem online. Ziel erfasst. Elamit! Transportmusterverstärker sind installiert. Alles fertig. Können hochbeamen. Ja, dann los, lass uns keine Zeit verlieren. Scheiße! Was war denn das? Computer, Lagebericht! Toll, wir waren zu langsam. Scheiße! Irgendein Wichs hat mein verkacktes Raumschiff zerstört! Oh! Guck mal, wir bekommen Besuch. Schnell, lenk sie ab. Ich lass mir was einfallen. Kompanie, halt! Stehen bleiben, Bürger. Gibt's ein Problem? Also ich habe ein Problem. Irgendein Schweig Hurensohn hat mein still! verkacktes Raumschiff zerstört. Komm hier. Legionarius, durchsuchen Sie diesen Mann. Nicht gefunden, Prinzeps. Er ist sauber. Es muss noch eine zweite Person sein. Legionäre ausschwärmen. Hier Marcus Valerius. Brauch Verstärkung. Unfähiges Pack. Es kann doch nicht so schwer sein, diesen Abschaum zu verhaften. Und Sie, Legionarius Marcus Valerius, enttäuschen Sie mich nicht noch einmal. Bringen Sie mir den Kopf dieses Mannes. Der Frau werde ich mich persönlich annehmen.
Sollen wir Verstärkung anfordern? Negativ, Legionarius. So etwas ist unter meiner Würde. Von solch kleinkriminellen Abschaum lasse ich mir meine Beförderung nicht verbauen. Verstanden. Nette Vorstellung, Skortum. War es doch klar, dass sich solch niederer Abschaum meiner Überlegenheit nicht erwehren kann. Hochmut kommt vor dem Fall. Wir müssen so schnell wie möglich weg von hier. Da, die Römer haben Positionschips in ihren Rüstungen. Vorne, links, zwischen Brust- und Schulterplatte. Die können wir auslesen und damit die Position ihres Raumschiffs bestimmen und hochbeamen. Ganz schöne Insider-Infos, hm? Kenne deinen Feind. Jetzt musst du eben nur noch diesen Leichenberg da durchwühlen. Aber wenn das wieder ein Problem für dich ist, kann ich gerne meine Hilfe anbieten. Nein, danke. Ich krieg das auch selber hin. So, und jetzt ist es an der Zeit, Klartext zu reden. Ich verstehe nicht. Ich habe am Anfang auch nicht verstanden, warum mein Raumschiff zerstört wurde, ich von den Römern verfolgt wurde, von einem fast umgebracht wurde. Denn bis ich deinem Notruf gefolgt bin, war mein Leben halbwegs normal. Aber jetzt habe ich es durchschaut. Das
warst du. Ich kann dir zumindest ein neues Raumschiff anbieten. Wen kümmern schon die ganzen Leichen, wenn für mich ein neuer fliegbarer Untersatz dabei rausspringt? Dann lass uns den imperialen Hurensöhnen mal einen Besuch abstatten. Macht euch keine Umstände. Der Hurensohn ist da. Und richtet 6 Quattro-Lasergeschütze auf eure hässlichen Visagen. Zuckt auch nur mit der Wimper. Und ich werde den gesamten Planeten in einem infernalen Feuersturm zu Orkus schicken. Ja klar, mach doch. Dann brauchst du den hier wohl auch nicht mehr. Deswegen bist du doch hier, oder? Lass uns am Leben. Mach mir ein gutes Angebot und du kannst den Diamanten haben. Von mir aus. Für welchen perfiden Plan auch immer. Ah, endlich jemand mit Geschäftssinn. Wir verstehen uns. Salve! Centurio, richtig? Ich bin ja nur ein unbeteiligter Dritter, der an seinem Leben hängt. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir uns an einem neutralen Ort treffen, um dort die Verhandlungen fortzusetzen. In 2 Stunden auf dem Dach des Wasserförderturms, 5 Kilometer südöstlich eurer Position. Und keine Tricks. Alleine. Sonst ist der hier Staub. Verstanden. Keine einzige Seele wird mich begleiten, denn Zeugen sind unangebracht. Es war mir eine Ehre, mit Ihnen im Dienste des Imperators zu dienen. Doch jetzt ist meine Zeit gekommen. Habe mir.
Minute später und der gesamte Planet wäre in einem infernalen Feuerball zugrunde gegangen. Immer so positiv. Haben Sie dabei wonach mir begehrt? Oder sind Sie nur zum Sterben zu mir gekommen? In diesem Koffer. Der Diamant. Sehr gut. Gar nicht mal so dumm. Für eine Frau. Apropos dumm. Was machen Sie eigentlich hier? Beachten Sie mich gar nicht. Ohne den Notruf wäre ich nicht hier. Ach, unwichtig. Diamant. Nicht so voreilig. Nichts ist umsonst. Was für Sicherheiten können Sie mir denn bieten? Geld, Macht, Einfluss und einen hohen Posten in meinem neuen Imperium. Aha. Soll ich Ihnen jetzt einfach so glauben? Was Sie hier glauben, ist nicht von Belang. Ich kann Sie auch einfach erschießen lassen. Also, nehmen Sie mein großzügiges Angebot an. Überzeugendes Argument. Ihnen scheint dieser blöde Stein ja wirklich viel wert zu sein. Endlich ist das Machtinsignium in den richtigen Händen. Die Tage des Imperators sind längst gezählt. Dieser Diamant ebnet den Weg für den einzig würdigen Nachfolger, also mich. Hä? Ah! Wie kannst du, wertlose Hure, es wagen? Denkst du, so kannst du mich aufhalten? Das Volk hat viel zu lange geschwiegen. Ich bin die vollstreckende Hand. Ich werde mich erheben und den Imperator von seinem Thron stoßen. Du kannst mich nicht aufhalten. Niemand kann mich aufhalten. Die Götter selbst haben mich auserwählt, das Imperium in altem Glanz erstrahlen zu lassen. Was für eine glänzende Vorstellung. Vielen Dank für dieses ausführliche Geständnis. Der Imperator übermittelt seine Grüße. Du mieser Verräter. Auf beiden Seiten spielen ist natürlich einfach. Aber wenn der Centurio nicht gewesen wäre, dann... Der Diamant wird seinem rechtmäßigen Besitzer überführt. Und du kennst die Strafe für Verräter. Im Namen der Götter! Aurelia, ich stehe zu meinem Wort. Alles Gute.
Johnny comes marching home again, hurrah, hurrah. We give him a hearty welcome, then hurrah, hurrah. And the man will cheer, the boys will shout, the ladies, they will all turn out, and we all feel joy when Johnny comes marching home. Church bell will peal with joy, hurrah, hurrah, to welcome oh my darling boy, hurrah, hurrah. The village lads and lassies say with roses stables strewed away, and we all feel joy when Johnny comes marching home.